Salam alaikum, ihr Lieben. Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen ketogenen Dessert-Rezeptvideo von mir. Heute stellen wir gesunde, rocherartige Schokoladenkugeln her, die natürlich ohne schädlichen Zucker und andere ungesunde Zutaten auskommen. Darüber hinaus sind sie noch fast kohlenhydratfrei und aufgrund der hochwertigen Fette darin auch sehr sättigend, sodass man schon nach 2 Kugeln befriedigt ist und die einem vollkommen für den Tag ausreichen. Denn so verhält es sich mit ketogenen gesunden Süßigkeiten immer. Zuerst werden wir bionatives Kokosöl zusammen mit den zuckerfreien Stevia Schokodrops auf dem Herd auf kleinster Stufe langsam zum Schmelzen bringen. In dieser Zeit geben wir ganze Haselnüsse in den Vitamix. Dazu kommen dann rohe Bio-Kakaonips hinzu und die Erythrit-Stevia-Mischung. Die 3 Zutaten werden wir erstmal mit dem Vitamix vermahlen zu einem Pulver. Man könnte es dann dabei belassen und dieses Pulver dann mit den restlichen Zutaten in einer separaten Schüssel vermischen. Ich habe aber dann die restlichen Zutaten, wie hier jetzt dieses Bio-Haselnussmus, welches aus ungerösteten ganzen Haselnüssen besteht, dazu in den Vitamix gegeben und später auch die geschmolzene Schokolade. Das habe ich alles dann dazu gegeben. Hier sehen wir jetzt, dass die Schokolade zusammen mit dem Kokosöl geschmolzen ist und das kommt jetzt halt auch dazu in den Vitamix, zusammen mit dem Haselnussmus. Und wenn man das jetzt alles nochmal durchpüriert, dann ergibt dies eine flüssige Konsistenz, sodass man diese Flüssigkeit theoretisch auch in BPA-freie Silikonformen gießen könnte und daraus dann halt verschiedene Formen erstellen könnte. Ich habe das jetzt allerdings mit blanchiertem Mandelmehl und mit Kokosmehl noch vermischt und am Ende dann noch mit gehackten Haselnüssen versehen. Und letztendlich kommt dann das Ganze in den Kühlschrank, damit es etwas anhärten kann, weil man nur dann die Kugeln daraus formen kann mit der Hand. Aber man könnte natürlich das Ganze auch einfach, wie schon gesagt, gleich in BPA-freie Silikonformen gießen, die vorher mit gehackten Nüssen ausgekleidet wurden. Wenn man sich die Arbeit sparen möchte, das Ganze jetzt erstmal abzukühlen und dann daraus wieder die Kugeln zu formen mit der Hand und diese dann in gehackten Nüssen zu wälzen. Denn danach werden sie noch einmal wieder im Kühlschrank aushärten gelassen. In jedem Fall erhalten wir eine überaus köstliche und ebenso gesunde Süßigkeit, die sich um Welten von herkömmlichen ungesunden Süßigkeiten unterscheidet. Denn roher Kakao, wie er in den Bio-Kakaonips enthalten ist, hilft dem Gehirn auf die Sprünge, denn in einer Studie konnten die Pflanzenstoffe aus dem dunklen Pulver den Blutfluss ins Gehirn beschleunigen und so für mehr Sauerstoff im Gehirn sorgen. Die jeweiligen Testpersonen schnitten auch besser bei einem darauf folgenden kognitiven Test ab. Denn auch schon frühere Studien hatten gezeigt, dass flavonoidreiche Lebensmittel und insbesondere eben dieser rohe Kakao entzündungshemmend wirken sowie die Gesundheit der Blutgefäße verbessern und auf diese Weise Herz-Kreislauf-Problemen vorbeugen können. Aber eben nur mit flavonolreichem Kakao lassen sich zunächst die Funktionen der Blutgefäße im Gehirn verbessern und daraufhin dann auch die geistige Fitness. Was die bekannten Instant-Getränke wie Kaba, Nesquik und Co. und Schokoladen aus dem Handel betrifft, so sind diese meist stark verarbeitet und daher eher flavonolarm. Schon allein das übliche Rösten, das jeder Bohne vor der Weiterverarbeitung zu herkömmlichen Schokoladen- und Kakaoprodukten widerfährt, reduziert den Flavonolgehalt deutlich. Deshalb unbedingt zu Produkten in Rohkostqualität greifen, wie eben diese Bio-Kakaonips. Und was die enthaltenen Haselnüsse und das Haselnussmus betrifft, so kann schon allein damit die Vitalstoffversorgung deutlich verbessert werden, insbesondere was das enthaltene Magnesium und Vitamin E betrifft, aber sie sind auch eine gute Quelle für Kupfer, Mangan und Vitamin B6 sowie für gesunde Fette, da sie insbesondere einfach ungesättigte Fettsäuren enthalten, ähnlich wie das Olivenöl. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.